Ja, Freunde, 4 Jahre sind wir schon unterwegs jetzt. Gerade letzte Woche haben wir unsere 4-Jahres-Marke geknackt, in denen wir in unserem Camper, der da hinten steht, hier in den Amerikas unterwegs sind. Nordamerika und Zentralamerika, um genau zu sein. Und da kam bei euch natürlich, hola, buenas. Und da kam, sorry. Und da kam bei euch natürlich zuletzt recht häufig die Frage auf, wie machen die das eigentlich? Wie finanzieren die sich das Ganze? Und um euch das nun endlich mal zu beantworten, nehmen wir jetzt heute dieses Video auf. Und nicht nur das, wir möchten euch auch ein paar Perspektiven aufzählen, wie ihr vielleicht Geld verdienen könntet. Weil es gibt ja nicht nur diesen einen Weg, es gibt ja nicht nur unseren Weg, wie man ortsunabhängig Einkommen generieren kann. Es gibt ja auch noch 1 Million andere Wege, wie man ortsunabhängig Geld verdienen könnte. Ja, wir haben eine Menge Ablenkung hier, tut jetzt aber nichts zur Sache. Wir kommen gleich auf all das zurück, was ich gerade aufgezählt habe. Genau, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr dran bleibt, weil wir euch am Ende eine coole Möglichkeit bieten, ortsunabhängig Geld zu verdienen. Ich probiere es gerade aus, kann euch da ein bisschen was von erzählen. Und genau, bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt. Und dann geht es gleich direkt nach dem Intro weiter. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal hier auf Dino Adventure. Hallo! Wer uns noch nicht kennt, wir sind Steffi und Carsten. Haben beide ganz normale Berufe gelernt, ganz normale Jobs gelernt. Ich als Industriemechatroniker und habe jahrelang auf Schicht gearbeitet und Steffi Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Genau, als erstes gehen wir also darauf ein, wie finanzieren wir uns überhaupt unser Leben. Und dazu haben wir unser schlaues Büchlein hier liegen. Wir mussten ein paar Stichpunkte Genau. machen, weil es bei uns tatsächlich extrem viele Puzzleteile sind, die sich am Ende zu einem großen Ganzen zusammensetzen, wie wir unser Einkommen teils aktiv, teils passiv, teils online, teils aber auch hier vor Ort verdienen. Und wir dachten uns, wir gehen hier einfach mal durch, erzählen euch zu jedem ein bisschen. Als erstes wollen wir auf jeden Fall mit unserem Gesparten anfangen, weil das ist einfach unser größtes Standbein. Wir haben einfach viel Geld gespart früher, wir haben nicht viel ausgegeben, als wir zusammengekommen sind. Wir haben bei meinen Eltern gewohnt, haben eigentlich nur für Urlaube Geld ausgegeben, sind keine teuren Autos gefahren. Ich war nicht jede Woche shoppen, habe nicht mir das teuerste Make-up gekauft oder wir mussten nicht jeden zweiten Tag essen gehen. Wir haben eigentlich fast immer für uns selbst gekocht und wenn, dann hat auch mal ein Döner gereicht. Da musste es nicht das 3-Sterne-Restaurant sein. Wir haben einfach unser vorheriges Leben zu Hause in Deutschland sehr sparsam gelebt und so das Einkommen, was wir in Deutschland durch unsere normalen Berufe hatten, zum Großteil sparen konnten. Ja. Wir wussten zwar damals noch nie, wofür wir eigentlich sparen. Klar, die erste Idee, die einem da in den Sinn kommt, ist natürlich Eigentum. Genau. Und bei uns kam es dann letztendlich anders. Warum es anders kam, das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Die meisten wissen es ja auch. Genau. Wir haben mit unserem Gesparten gestartet, haben es nie darauf angelegt, irgendwann mal unabhängig zu sein, sondern sind quasi irgendwie da reingewachsen. Ja? Ja. Wir haben unsere Reise begonnen und haben den YouTube-Kanal gestartet, was quasi auch unser erstes und immer noch größtes Standbein ist, wo wir damals nie mit gerechnet haben. Wir haben für Freunde und Familie YouTube-Videos hochgeladen. Und irgendwann kam der Punkt und wir konnten Einkommen generieren. Und wenn man da nur ein bisschen Energie in YouTube investiert und kontinuierlich halbwegs guten Content kreiert, dann erreicht man die Grenze, um auch mit YouTube Geld zu verdienen, eigentlich schon relativ schnell. Jetzt, wie kann man mit YouTube Einnahmen generieren? Was braucht man?
Genau, man braucht einmal eine gewisse Anzahl von Followern und eine gewisse Anzahl von Views auf die Videos. Wenn man das erreicht hat, kann man seine Kanal Videos monetarisieren, genau. So heißt das. Also von Google AdSense verkaufte Werbung auf seinen YouTube-Videos schalten. Das Ganze funktioniert total simpel und automatisch, wenn man sich einmal dafür registriert hat. Man macht nur den Button an und sagt Werbung und YouTube entscheidet selber, wie viel Werbung YouTube in deinem Video schalten möchte. Ganz grob erklärt, wir gehen auch nur relativ oberflächlich darauf ein. Genau. Wenn sich jemand von euch für ein Thema spezifisch mehr interessiert, dann kann er sich ja dann mehr dazu informieren. Genau. Ja. Genau. Eine zweite Einnahme auf YouTube sind natürlich unsere Kanalmitglieder. Wir bieten ja Mitgliedschaften an. Ab wie viel Euro monatlich? Ab 1,99 € bieten wir für unsere Viewer Kanalmitgliedschaften an. Da kann sich jeder unsere Videos werbefrei und im Voraus anschauen, bevor sie dann online für alle anderen veröffentlicht werden. Mit Werbung. Mit Werbung, genau. Ein zweites Standbein würde ich es nicht nennen, aber viele finden unsere Reisevideos so informativ, schön, spannend und möchten uns einfach etwas damit unterstützen und spenden uns dann etwas in die Dieselkasse. Es steckt natürlich auch ein Haufen Arbeit da drin und wir wissen es auf jeden Fall sehr zu schätzen und freuen uns jedes Mal riesig, wenn da wieder die ein oder andere Spende reinkommt, um uns in unserem Reisevideoprojekt ein wenig zu unterstützen. Genau. Das nächste Standbein sind die Kooperationen mit verschiedenen Firmen. Die Firmen schicken uns Produkte zu, wir dürfen die testen, ein Video dafür drehen und kriegen im Gegensatz dazu halt zum Beispiel eine Bezahlung. Wir haben es bisher nur so gemacht, dass wir die Produkte umsonst bekommen haben, für die wir uns auch wirklich interessiert haben. Wir leben auf recht kleinem Raum bei uns im Camper, deswegen können wir uns nicht jeden Scheiß ansammeln und nehmen auch wirklich nur das, wo wir auch was von halten und was wir gebrauchen können. Genau, und dann wird man halt zum Beispiel pro Video bezahlt oder wenn man auf Instagram Werbung macht, pro Story-Einheit. Ich würde jedem raten, der irgendwann mal an dem Punkt angelangt, sich im Internet zu informieren. Es gibt gewisse Webseiten, wo man herausfinden kann und ermessen kann anhand der Followerzahlen, die du hast, wie viel deine Werbung wert ist, also wie viel kannst du verlangen. Und so musst du dann auch mit den zukünftigen Kooperationspartnern in die Verhandlung einsteigen. Also mach dir vorher Gedanken darüber, wie viel deine Arbeit wert ist, wie viel du für deine Arbeit haben möchtest und sag das den Firmen. So machen wir es mittlerweile. Wir haben eine Liste geschrieben, wie viel wir für eine Story verlangen, wie viel wir für ein Reel verlangen, wie viel wir für ein komplettes Video verlangen oder wie viel wir für ein In-Video-Log-Video zum Beispiel verlangen. Sollte vorher überlegt sein. Genau. Ja. Ein nächstes Standbein ist das Affiliate Marketing. Mit dem Affiliate Marketing kann man zum Beispiel über Amazon oder über Arwin, was zwei große Affiliate Marketing Plattformen sind, Produkte vorstellen, die man sich selber irgendwann mal gekauft hat. Und über die Links, die ihr dann zum Beispiel in eure Videobeschreibung bei YouTube reinpackt oder auf eure Webseite packt oder auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen reinpackt, Geld verdienen, indem die Leute diese Links anklicken und dann ist es auch völlig egal, ob du dieses Produkt, was wir beworben haben oder irgendein anderes Produkt kaufst. Ja. Wir kriegen unsere Provision dadurch und das kann im Grunde jeder machen. Allerdings bräuchtest du auch hier erstmal eine gewisse Grundplattform, eine gewisse Reichweite an Followern, um dort überhaupt reinzurutschen. Auch das überprüfen die meisten Affiliate-Marketing-Plattformen, ob du überhaupt würdig bist. Das heißt, bei diesem Affiliate-Marketing sollte man sich auf jeden Fall im Voraus schon eine gewisse Grundreichweite aufbauen. Sei es über die eigene Webseite, über gewisse Social-Media-Kanäle, Instagram oder Facebook oder über YouTube. Nur dann kann das funktionieren und nur dann würdet ihr überhaupt zugelassen für das Affiliate-Marketing. Ich drehe dem Vieh gleich den Hals rum, das kann nicht sein. Den ganzen Tag ist es ruhig, ja, und jetzt wollen wir ein Video drehen. Ah!
Unser nächstes Standbein ist unsere Webseite, unser Online-Shop, unsere Blogartikel. Ich denke, ihr kennt alle unseren Online-Shop mit zum Beispiel unseren Emaille-Tassen oder Carstens Baby, die Feuerschale. Steffi meint natürlich unsere Shop-Artikel und nicht unsere Blogartikel. Ja, genau. Ja, genau so ist es. Also unsere Webseite dient nicht nur als Blog, sondern soll natürlich in erster Linie auch Einkommen generieren. Genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man über die eigene Webseite Einnahmen generieren kann. Wäre Werbung zu schalten, auch auf der eigenen Webseite. Finden wir nicht so attraktiv, weil es auch irgendwie das Bild von der Webseite kaputt macht. Deswegen verzichten wir darauf und generieren halt auf unserer Webseite nur über den Online-Shop mit Produkten, für die wir stehen, unser Einkommen. Da kann man Einkommen generieren über seine eigenen Produkte, wie diese Emaille-Tasse, die wir ja, selbst designt haben und gekauft haben, die jetzt bei uns zu Hause auf Lager liegt, genauso wie ganz viele andere Produkte. Man kann sich zum Beispiel Partner suchen, die Produkte, die man cool findet, die in seinen Shop einpflegen und dann anhand von Provisionen auch noch einen kleinen Nebenverdienst Genau, so kannst du zum Beispiel ein Buch, was du toll findest, mit auf deine Webseite aufnehmen, wenn du das vorher natürlich mit dem Herausgeber abgesprochen hast, und über deine Webseite für ihn verkaufen und erhältst dafür eine Provision. Bei den Artikeln, die du auf deiner Webseite verkaufst, die dir selber gehören, gibt es auch wieder zwei verschiedene Möglichkeiten, vor allen Dingen was den Merchandise-Bereich angeht, sprich T-Shirts, Hoodies, Tassen und sowas. Da gibt es gewisse Print-on-Demand-Anbieter. Das heißt, es ist komplett risikofrei. Du hast allerdings auch nur eine sehr geringe Marge oder du setzt die Preise extrem hoch an, was natürlich deine Verkaufszahlen reduziert. Wir haben uns da für die etwas risikoreichere Variante entschieden, da wir den Shop erst eröffnet haben, als wir schon eine gewisse Reichweite hatten, und sind für alle unsere Artikel in Vorkasse gegangen. So hatten wir natürlich ein viel größeres Risiko, größere Verluste zu fahren, aber auch eine viel größere Chance, größere Gewinne rauszuholen und können parallel die Produkte zu attraktiveren, viel günstigeren Preisen anbieten. Ich würde dazu raten, vielleicht erstmal mit dem Print-on-Demand anfangen, gerade wenn man sich noch keine große Reichweite aufgebaut hat und noch gar nicht groß abschätzen kann, wie die Verkaufszahlen liegen. Der nächste Punkt, den wir auch hin und wieder nutzen, ist Bilder auf Bilderplattformen verkaufen, wie zum Beispiel auf Shutterstock, Fotolia, Pantamedia. Da kann man seine Bilder hochladen. All das sind Plattformen für Künstler oder Fotografen, wo sie ihre Fotos oder sogar ihr Videomaterial hochladen können und wo Privatpersonen oder Firmen oder sonst irgendwer sich deine Bilder runterladen können in verschiedenen Auflösungen und gemessen an der Auflösung, die der Kunde haben möchte, wirst du dann bezahlt. Und natürlich spielt auch ein bisschen eine Rolle, wie gefragt ist dein Foto, wie selten ist dein Foto und sowas halt. Das sind halt irgendwelche Algorithmen, die da mitspielen, die den Wert deines Bildes bemessen. Und das ist eine super Möglichkeit, um passives Einkommen zu generieren. Da haben wir einmalig 2 oder 3 Wochen Arbeit reingesteckt. Unsere kompletten Bilder sind wir durchgegangen, welche wir hochgeladen, mit Stichwörtern versehen haben und benannt haben. Da haben wir nämlich zum Beispiel ein Foto, was jedes Jahr immer wieder gekauft wird. Wir waren ja im Yukon, Alaska oben und da sind ja immer wieder die Waldbrände und da hat Carsten richtig coole Fotos gemacht. Ich blende euch hier mal gerade eins ein von einem Löschhelikopter, der gerade in Action ist und den Waldbrand löscht, und das wird jedes Jahr mehrmals zur Waldbrandsaison von gewissen Zeitschriften aufgekauft, die einfach über die Waldbrände in den Regionen wieder berichten, und das wird wirklich jedes Jahr mehrmals verkauft, immer zu der passenden Saison. So haben wir auch andere Fotos, die
saisonbedingt halt mal gut und mal schlecht laufen. Wir haben im Moment nur einen kleinen Stock, den könnten wir eigentlich auch mal wieder aufarbeiten. Es ist tatsächlich eine Heidenarbeit, allerdings nur einmal. Und dann hast du damit nie wieder was zu tun, was das Reizvolle an dem Ding ist. Und aktuell würde ich schätzen, dass wir zwischen 80 und 100 Euro jährlich Einkommen aus aus Stock-Plattformen beziehen, wo wir Foto- und Videomaterial verkaufen. Ja, und dann gibt es jetzt noch einen Punkt, wie wir aktuell ein bisschen Geld verdienen, hier vor Ort. Und zwar zum Beispiel durch Cat-Sitting, House-Sitting. Wir passen einfach auf Haus oder Tiere auf und kriegen dafür ein kleines Taschengeld. Oder wir helfen einfach da auf einer Baustelle mal. Ja, einfach so freundschaftliche Dienste, wo wir ein kleines Taschengeld für bekommen. Da muss man natürlich sagen, hat uns auch unsere Reichweite in den sozialen Medien und YouTube sehr bei geholfen, da erstmal gewisse Kontakte zu knüpfen. Und mittlerweile sind wir irgendwie so da reingerutscht, dass der eine den nächsten kennt und der kennt auch wieder wen, der auch wieder irgendwas gebrauchen kann. Und da kann man einfach seine persönlichen Qualitäten zugute bringen. Ich bin zum Beispiel handwerklich begabt und Steffi ist super organisatorisch begabt, was in vielen Hinsichten einfach auch manchmal gefragt ist. Ja, gerade in Ländern wie Mexiko suchen manche Leute manchmal einfach Leute, die zuverlässig sind. Aber was sich bei uns irgendwie über die ganzen Kontakte, die wir während unserer Reise aufgebaut haben, entwickelt hat, diese freundschaftlichen Dienste, für die wir teilweise bezahlt werden oder wo wir auch manchmal nur Kost und Logis angeboten kriegen, ist natürlich für uns super. Dann können wir uns nämlich parallel auch mal wieder um andere Dinge kümmern, zum Beispiel um den Upload von Bildmaterial in Stockplattformen. Ich wollte euch nur sagen, dass das auch anders möglich ist. Es gibt jede Menge Plattformen im Internet, die auch, so wie alles andere, unten nochmal in der Videobeschreibung aufgelistet sind, wo man sich auf solche Jobs gegen Kost und Logis zum Beispiel bewerben kann. Vielleicht bezahlt der ein oder andere Gastgeber einen ja auch für gewisse Extraleistungen, wenn man halt nicht nur aufs Haus aufpasst, sondern parallel noch einen Hühnerstall baut oder sonst irgendwas. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeit, an solche Jobs auch ranzukommen, wenn man keine große Reichweite hat oder wenn man halt noch keine Kontakte hat, die einen an seine Freunde weiterempfehlen, wie es halt bei uns der Fall ist. Ja, und auch hier heißt es wieder, finde heraus, was sind deine Qualitäten, finde heraus, was ist deine Arbeit wert, finde vor allen Dingen auch heraus, was ist deine Arbeit in dem Land wert, in dem du dich gerade befindest. Wir befinden uns gerade in Mexiko. Natürlich können wir hier keinen deutschen Stundenlohn verlangen für das, was wir machen. Wenn wir was machen, wir haben zum Beispiel einen Freund, er ist Automechaniker und repariert mittlerweile ein Auto nach dem anderen hier. Natürlich kann er keinen deutschen Meisterlohn hier in Mexiko verlangen, aber die Lebensunterhaltskosten sind ja auch dementsprechend niedriger und dann muss man halt mit dem zurechtkommen, was das Land und deine Arbeit gemessen an dem Ort, an dem du dich befindest, wert ist. Ja, das waren bis jetzt zumindest schon mal unsere Standbeine, die wir aktuell haben. Vielleicht wird im Laufe der Zeit noch das ein oder andere Standbein dazukommen. An einem zumindest sind wir gerade dran. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich euch noch ein paar alternative, unabhängige Einkommensmöglichkeiten aufzählen, wo vielleicht das eine oder andere auch bei euch dabei sind, wo wir jetzt unsere Qualitäten noch nicht drin gesehen haben, aber vielleicht hat einer von euch ja die Qualität dafür, eher sowas zu machen, wie wir jetzt zum Beispiel YouTube-Videos zu schneiden. Ja? Ganz nebenbei könnte ja auch jeder und zu jeder Zeit parallel zu seinem bestehenden Job anfangen, sich weitere Einkommensquellen aufzubauen und sich selbst so ein ortsunabhängiges Leben quasi schon mal vorbereiten. Eine gute Möglichkeit zum Beispiel ist, was ich mir für mich vielleicht in Zukunft noch vorstellen könnte, Texte gegen Geld.
ich liege morgens gerne noch eine Stunde im Bett und habe dann meine kreative Stunde, wo ich gerne ein bisschen schreibe. Und da gibt es Plattformen wie content.de oder Textburg, wo man seine Texte gegen Entgelt anbieten kann und quasi die Rechte an seinen Texten dann auch abgibt, im Gegenzug dafür halt bezahlt wird. Auf der eigenen Webseite gibt es neben dem Shop, den wir jetzt haben, die Möglichkeit, Google Ads zu installieren oder auch ein Affiliate Marketing. Wenn man zum Beispiel seinen Camper ausbaut, dann kann man ganz viele Artikel, die man für seinen Camperausbau gebraucht hat, mit Affiliate-Links versehen, worüber man auch wieder Einkommen generiert. Oder man könnte digitale Produkte verkaufen, zum Beispiel Apps wie Sprach-Apps. Wir zum Beispiel könnten über unsere Webseite Sprach-Apps verkaufen. Da gibt es die Webseite Digisoft24, wo es digitale Produkte gibt, die man auf seine Webseite einpflegen und verkaufen kann. Weitere Möglichkeiten, unabhängig Geld zu verdienen, sind natürlich die echten Jobs, für die man auch gelernt haben muss oder sollte zumindest. Oder, sage ich mal, mindestens braucht man eine besonders gute Begabung dafür, wenn man zum Beispiel als Grafikdesigner oder als Webseitenbauer für Dritte arbeiten möchte. Auch das sind alles Jobs, die man ortsunabhängig durchführen kann und von hier aus dem Café, aus dem Internetcafé in Mexiko oder mittlerweile gibt es Starlink von überall her aus dem Camper, könntest du Webseiten für Dritte bauen und pflegen und damit gutes Geld verdienen. Ich denke mal, die IT-Experten unter euch wissen dort besser Bescheid. Wir kennen auch zum Beispiel eine Freundin, die ist Sprecherin. Die hat sich dann in ihrem Wohnmobil ihre kleine Kabine ein bisschen ausgebaut. Ein kleines Tonstudio im Wohnmobil eingerichtet und spricht dort Texte ab und verdient so ein wenig Geld damit. Ist auch eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, wenn du nun wirklich kreativ und gut genug darin bist, könntest du Buchautor werden. Die Kreativität sprudelt so aus dir heraus und das geht mittlerweile auch ohne großes Eigenkapital, indem man an Online-Verläge wie zum Beispiel Amazon verkauft oder seine Bücher als E-Book anbietet. Genau. Plattformen dafür wären Creatorspace oder Clap. Die vorletzte super Möglichkeit, wenn du sprachbegabt bist, wäre als Übersetzer zu arbeiten. Da gibt es die Webseiten Lingu und Lingu King, wo du deine Dienste als Übersetzer anbieten kannst. Du kriegst Texte oder Videos zugeschickt, die du in die Sprachen, die du halt kannst und die du anbieten kannst, übersetzen kannst. Da gibt es verschiedene Aufträge und könntest damit tatsächlich genug Geld verdienen, dass du kein zweites Standbein bräuchtest. Das gilt natürlich auch für viele andere Sachen, bei denen man kein zweites Standbein braucht. Die letzte Möglichkeit wäre, als virtueller Assistent zu arbeiten. Hier kannst du deine Fähigkeiten online anbieten. Genau. Zum Beispiel auch als Bürokauffrau könntest du dich hier zur Verfügung stellen, um digitale Büroarbeiten zu machen, wie zum Beispiel Recherchearbeiten oder Reiseplanungen. Oder du pflegst für eine Firma die sozialen Medien, Instagram, Facebook, YouTube oder was auch immer, was die haben. Da gibt es die Plattform myvpa.com, wo du Auftraggeber finden könntest, um Social Media Kanäle zu pflegen und zum Wachsen zu bringen. Und da kommen wir jetzt auch auf eine ganz tolle Möglichkeit, wie du das lernen kannst. Wir haben nämlich Freunde, die genau das machen und den Kurs, den unsere Freundin anbietet, den macht Steffi gerade. Genau, die liebe Melli ist hier mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Amerika unterwegs, gerade in Mexiko. Und haben wir letztes Jahr auch getroffen, die 3, 4. Ja, und mittlerweile leben sie nur von Pinterest-Marketing. Sie hat sich da ihren Kundenstamm aufgebaut und hat mittlerweile ein Einkommen teilweise von über 5.000 €. Und sie dachte sich, warum soll sie das nicht
nutzen und mit uns allen teilen. Also hat sie einen Kurs erstellt, den sie uns zur Verfügung gestellt hat und auch für alle anderen zur Verfügung gestellt hat. Kurz noch mal ein paar Infos zum Pinterest-Marketing und zu dem Kurs. Du kannst dir deine Zeit komplett selber einteilen und zu 100% in deinem eigenen Tempo arbeiten. Das gilt für den Kurs und später auch in der Umsetzung. Der Kurs besteht aus 11 Modulen mit 16 Stunden Videomaterial und 6-mal im Monat gibt es Videocalls mit Melli, wo du all deine Fragen und Sorgen stellen kannst. Und sie wird dich 6 Monate komplett intensiv begleiten, bis du zu deinem ersten Kunden kommst und dein erstes Einkommen generieren wirst. Den Kurs kann man kaufen. Wir haben einen Rabattcode für euch aushandeln dürfen von 50 €. Den Rabattcode fügen wir jetzt einmal hier kurz ein. Ich glaube, der ist Dino50. Und ja, da erklärt die Melli Schritt für Schritt, wie ihr mit Pinterest-Marketing Geld verdienen könnt, wie ihr euch eure Kunden aufbaut und wie das alles funktioniert. Ich habe den Kurs gemacht und bin zu 100% davon überzeugt, dass das klappen kann. Und ja, deswegen erzählen wir euch jetzt davon und vielleicht ist das eine wunderbare Möglichkeit für euch, das auch in Zukunft zu machen. Und das könnt ihr von überall aus auf der Welt einfach machen. Sie haben auch mittlerweile viele positive Rückmeldungen von Leuten bekommen, die den Kurs gekauft haben, die den Kurs gemacht haben und die mittlerweile auch ihre ersten Kunden haben und ihr ortsunabhängiges Einkommen generiert haben. Wie das halt mit vielen Dingen so im Leben ist, man muss am Anfang erstmal ein bisschen was investieren, um am Ende den Profit daraus ziehen zu können. Den Betrag, den man für den Kurs ausgibt, den hat man spätestens, wenn man seine ersten Kunden hat, direkt wieder drin und es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben euch den Link zu dem Kurs, auch wieder ein Affiliate-Link, reingepackt unten in unsere Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf. Mit unserem Rabattcode Dino50 kriegt ihr nochmal 50 € Rabatt. Und noch wichtig zu erwähnen ist, ich glaube bis zum 1.6. kriegt ihr ein Early Bird Angebot. Da ist der Kurs etwas günstiger und ab dem 1.6. ist er halt etwas teurer. Jetzt kurz zum Ende noch eine kleine Sache, die mir auf dem Herzen liegt, die ich noch mit euch teilen möchte. Und zwar kam bei uns, und ich denke, das kommt auch bei vielen anderen, die auf YouTube unterwegs sind, Kanalmitgliedschaften anbieten oder eine Dieselkasse haben, dass der eine oder andere die Behauptung aufstellt, man würde ja betteln. Ja, und genau zu dieser Aussage, genau zu dieser Behauptung haben wir heute einen Kommentar von einem unserer Zuschauer erhalten, den Steffi euch jetzt mal vorlesen möchte und der genau das widerspiegelt, wie die Leute eigentlich darüber denken sollten. Nur mal so ein paar Gedanken von mir, allgemein zu verschiedenen YouTubern, die zum Teil jetzt schon eine ganze Weile rumreisen. Mancher bringt fast täglich Videos raus. Hinter jedem Video stecken schnell mal 8 Stunden oder gar mehr an Arbeit. Der Aufwand zum Filmen nicht mit berücksichtigt. Man bekommt schöne Sachen zu sehen. Der eine oder andere betreibt zusätzlich noch einen Shop. Auch der ist Zeitaufwand. Nun hat jeder seinen Hintergrund, was er sich mal an Mitteln erarbeitet hat. Dazu YouTube-Einnahmen, Shop von Amazon und Kooperationspartner. Die eine oder andere Spende auf unterschiedlichsten Wegen. Als Dankeschön für die tollen Videos und Aufnahmen. Wenn man jetzt alles mal anschaut, den Camper, der Mut aufzubrechen, einiges bis hin zur Arbeit hinter sich zu lassen und dann zeitweise auch einiges an Arbeit für die Videos, Netzwerke, um Einnahmen zu generieren, und dann gehört da auch einiger Mut und eben auch Arbeit dazu. Wenn der eine oder andere dann irgendwann auch Vorteile daraus zieht oder eben auch ein besonderes Leben damit aufbaut, dann sollte man es denen auch gönnen. Jedem steht die ganze Welt offen. Jeder kann alles machen. Man muss es sich nur trauen. Viel Arbeit in YouTube stecken und schon kommt da auch Geld bei raus. Umsonst gibt es nichts. Dieselkasse, es gibt halt Leute, denen es leicht fällt, mal etwas abzugeben und Danke für schöne Videos zu sagen, und es gibt Leute, die es eben nicht so dicke haben. Aber es muss ja keiner was geben. Es ist ja nur eine Möglichkeit von vielen, wie man jemanden unterstützen bzw. Danke sagen kann. Ein Abo, ein Daumen hoch oder immer einen Kommentar unten drunter und man unterstützt genau so. Es gibt also viele Wege.
Wenn da mal Kooperationspartner regelmäßig genannt werden, sollte man vielleicht nicht neidisch oder genervt von sein, sondern sich freuen, dass dadurch vielleicht auch Aufnahmen erst möglich werden, die sonst nicht möglich wären. Und bei allem immer im Hinterkopf, ohne viel Arbeit gäbe es auch die Kooperationspartner nicht. Und jeder kann alles auch selber machen. YouTube steht jedem jederzeit offen. Wirklich, danke dir vielmals für diesen Kommentar. Da steckt einfach so viel Wahrheit und so viel Herz auch drin. Und ich bin so dankbar darüber, dass diese Wahrheit einmal von einem Zuschauer ausgesprochen wurde. Und ich finde, da sollte jeder, der gerne Content genießt auf YouTube oder sonst irgendwo, einfach dankbar an alle anderen sein, die das unterstützen, auch wenn sie es selber nicht unterstützen können. Bei uns ist immer alles freiwillig. Wir bieten unseren kompletten Content mit wenigen kleinen Ausnahmen komplett kostenlos an. Und das wird halt finanziert und unterstützt von ein paar wenigen, von euch. Und ja, so ist das einfach, wie das funktioniert. Und wir finden es gut so. Wir finden es auch gut, dass sich trotzdem jeder das Ganze kostenlos anschauen kann und sind dankbar für jede Unterstützung, die das Ganze möglich macht. Genau, in diesem Sinne würden wir sagen, stop dreaming, start planning, habt Mut zum selbermachen, schreibt was in die Kommentare und drückt auf gefällt mir. Macht das Däumchen blau und dann sehen wir uns allerspätestens in 2 Wochen sonntags wie gewohnt um 0900 wieder. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir machen jetzt nur noch alle 2 Wochen sonntags ein Video. Tschüss! Tschüssi! Eine Kleinigkeit jetzt ganz am Ende wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und zwar sollte sich jeder mal einen Kopf darüber machen, was im Leben für ihn persönlich wirklich wichtig ist und ob er was braucht. Das war nämlich bei uns ein ganz ausschlaggebender Punkt, den wir durchgegangen sind, als wir die Reise geplant haben. Was haben wir für laufende Kosten und was brauchen wir wirklich? Und dann haben wir 90% von dem, was wir an laufenden Kosten hatten, gekündigt, um uns so unser neues Leben einfach günstiger finanzieren zu können. Auch nur so am Ende wenn wir nicht reisen, zu zweit nur 500 € aus. Und das beinhaltet schon sämtliche Versicherungen, die wir haben, alles, was wir hier zum Leben brauchen und was man halt sonst noch wirklich Wichtiges für sich braucht. Das ist alles gedeckelt mit den 500 €. Und dann kommt on top noch, wenn wir reisen, natürlich die Spritkosten, welche bei uns ja auch nicht ungemein sind. Weshalb wir unter anderem meistens auch eher langsam unterwegs sind. Das heißt, auch langsam reisen spart Geld und ihr könnt somit länger reisen. Ja, genau. Das wollte ich nur noch sagen, ne?